Ich würde sagen, ich mache das jetzt weiter und wir sehen uns dann in dem Fazitvideo fertig. Ja, in dem Fazitvideo fertig. Ja, wieder. Okay, bis gleich. Hallo Dampferfreunde, ja, ihr seht, heute habe ich ein weiteres Video und zwar geht es diesmal, wie ihr lesen könnt, um den Votofo Profile PS. Den habe ich diesmal nicht bei meinen Kumpels gekauft, sondern direkt aus China kommen lassen. Und da ich vom Profile sehr angetan bin, auch von den älteren Generationen von dem, habe ich mir den überlegt, den mussten wir auch. Was ist da Besonderes dran? Ja, das lest ihr natürlich da auf der Seite. Das ist ein Dual Mesh RDA. Ja? Das ist also ein Tröpfler mit 2 Meshs. Aber der hat noch was anderes Besonderheit. Ja, wollt ihr das wissen? Ja, dann folgt mir mal auf den Tisch. So, da sind wir zurück. Also, ihr seht selbst, es ist eine normale Verpackung, wo man in denen sogar den Tröpfler direkt sieht. Ja, ihr seht selbst, also ganz normal besticht auch. Machen wir einfach mal schon mal den ersten Teil hier raus. Holen den hier raus. Natürlich nicht so einfach. Vielleicht ein paar Mal so machen, dann kommt er raus. Öffnen jetzt erstmal hier den Zusatzteil, um zu gucken, was da drin ist. Haben wir einmal hier zweimal Watte, Zubehörtools, Ohrringe und Pins. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. 2 Meshstreifen mit 0,3 Ohm und 30 bis 40 Watt. Ja, und natürlich eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Schauen wir uns erstmal den Verdampfer an. Dieser Verdampfer, sag ich, Tröpfler. Also der Tröpfler hat hier oben einen 810er Drip-Tip, den man, wie gesagt, rausziehen kann. Dann zusätzlich hier noch eine Kappe oben drauf, wo auch die Luftschlitze drin sind, die man hier einstellen kann. Das heißt also entweder mit weniger Luft oder eben mehr Luft rein. Ja, und wenn man komplett rumdreht, dann haben wir gar keine Luft. Das ist auf beiden Seiten so. Ja, und dann habt ihr das Deck, und um das rauszudrücken, also rauszukriegen, drückt einfach hier unten gegen und dann hebt das raus. Oder natürlich, wenn ein Coil schon drin ist, dann schraubt es auf den Ausbrenner oder auf den Mod und zieht den Deckel einfach nur ab. Ja, dann habt ihr jetzt das Deck. Hier seht ihr jetzt, wie gesagt, das Deck selbst. Und jetzt erkläre ich euch kurz, was hier die Pins zu bedeuten haben. Und zwar ist folgendermaßen auf werkseitig ist das auf parallel eingestellt. Ja, und eben hier sind, wie gesagt, auch welche neue Pins drin, also die tatsächlich auch umgedreht werden können. Und zwar ist jetzt folgendermaßen, der Vertröpfler kann auf 2 Variationen gearbeitet werden. Einmal als Paralleldeck oder Seriendeck. Paralleldeck bedeutet, einer von diesen Kammern wird mit einem Mesh nur betrieben. Das bedeutet also, wenn ihr dann eine reinmacht, ich weiß jetzt leider nicht welchen, es ist immer unterschiedlich, wenn ihr das Thema habt, kann da einer von den leuchten, also arbeiten. Dann bei Paralleldeck wird tatsächlich nur ein Mesh betrieben. Und bei Seriendeck werden natürlich beide Meshs betrieben. Und jetzt kommt eine kleine Mathematik, die man vielleicht hat. Also, wird der Paralleldeck benutzt, was werkseitig auch eingerichtet ist, dann müsst ihr die Ohmzahl mal geteilt durch 2 nehmen, dann ergibt das 0,15 Ohm. Das heißt, das Paralleldeck, also ein einziges, würde nicht 0,30 Ohm sein, sondern 0,15 Ohm. Bei Paralleldeck wird das aber dann mal 2 genommen. So habe ich das, wie gesagt, aus der Seite von denen rausgefunden. Und dann würde das nicht 0,30, sondern eben mal 2 ergibt 0,6 Ohm. Warum das jetzt da eine 0,15 ist und der andere dann eben 0,60 Ohm ist, wenn beide betrieben ist, das weiß ich nicht.
Und gleichzeitig könnt ihr natürlich diesen Tröpfler aber auch auf eine Skonka benutzen. Ja, dann bräucht ihr einfach nur unten die Pins zu wechseln. Da ich aber natürlich das Gerät auf Seriendeck, also auf beide Meshs betätigen möchte, habe ich das Teil schon umgebaut, weil ich schon vorher ein leichtes Problem hatte. Und zwar hatte ich es auch zuerst nicht gedacht, dass es tatsächlich nur eine betätigt wurde, aber es ist wirklich so, wenn anschließend dieser längere Pin eingebaut wird, ja, dann wird nur eine betrieben. Und wenn ihr parallel betreiben wollt, müsst ihr Folgendes tun. Ihr schraubt mit dem Zusatz-Imbus natürlich hier unten diesen Plug ab und dann kommt hier unten so ein kleines Teil raus, das ist noch da drin. Das muss tatsächlich mit etwas größeren Schraubenzieher, das leider nicht hier in dem Tool enthalten ist, finde ich ein bisschen schade, mit rausgeschraubt werden. Das heißt also, bitte aufpassen, dass ihr nicht einen kleinen Stromprüfer, passt nicht. Der ist leider zu klein. Das Loch ist viel größer als das Teil, also müsst ihr tatsächlich einen größeren Schraubenzieher nehmen, damit ihr reinpasst und dann dreht ihr das raus. Dann schraubt ihr das raus und dann nehmt ihr einen kleinen Pin. Entweder normal, wenn ihr ihn als Tröpfler benutzen wollt, oder eben den Skonka-Pin. Und den schraubt ihr rein und schon könnt ihr mit beiden Meshs dampfen. Ne? Also diese Situation hatte ich vorher, wie gesagt, auch. Ich hatte zuerst tatsächlich wirklich nur einen Umleuchten. Da habe ich überlegt, nee, eins will ich doch nicht haben. Ich möchte lieber beide haben. Also musste ich erstmal umbauen. Und eben hatte ich dann, wie gesagt, die Schwierigkeiten, dass dieses kleine Zusatzteil eingesetzt, also raus muss. Und das wird natürlich in der Beschreibung mit beschrieben. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber eben gibt es dafür keinen größeren Tool, um das rauszuschrauben. Also das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, das ist egal, es hat funktioniert. Gut, ich habe das also wie gesagt schon halbwegs fertig. Und jetzt nur eine kleine Sache, die ich noch bei euch erzählen oder mitteilen möchte, ist eben, hier haben wir so eine kleine Erhöhung und auf der anderen Seite auch. Das bedeutet, ihr könnt den Verdampfer auch nicht verkehrt rum einsetzen. Das heißt, es geht nur in eine Richtung rein und das ist also wunderbar, finde ich, die Lösung. Ja, und jetzt würde ich sagen, schraube ich das ganze Teil auf, setze die Meshs ein und würde ich sagen, sehen wir uns erstmal beim Wickeln. 1 Minute 37 Sekunden später. So, ich habe jetzt leicht vorbereitet. Ich habe schon die Meshs gebogen. Das könnt ihr, wie gesagt, mit dem Zusatzteil. Das steht auch in der Beschreibung angegeben, wie das gemacht wird. Ja, und ich habe gerade überlegt, wie können wir die zwei Meshs gleichzeitig reinbringen. Das würde nicht funktionieren, weil beim einen Mesh ist klar, man kann reintun, zuschrauben, zuschrauben. Hier müssen wir es ein bisschen anders machen. Wir gehen zuerst hier unten die rein. Wenn beide drin sind, machen wir anschließend mit dem Finger so drüber und schieben es dort in die Mitte rein und fangen an zuzuschrauben. Ja, und das müsste eigentlich am einfachsten sein. Da fangen wir mal an und da würde ich sagen, ich rede jetzt nicht mehr. Ihr habt selbst gesehen, das hat ziemlich gut ausgeglüht. Ich habe jetzt aber noch eine Sache vergessen. Und zwar habe ich euch nicht gesagt, bei der Vogelperspektive so vorstellen, dass hier unten zum Beispiel die Watte, wenn die reinkommt, auch genug Platz da ist. Und zwar ist hier drunter eine Kammer, wo tatsächlich 3 Milliliter Flüssigkeit erfasst. Das bedeutet aber auch, wie gesagt, wenn ihr als Tröpfler den benutzt, habt ihr genug Verfassungsvermögen, um dort reinzufügen. Dann bräucht ihr nicht mehr so oft den natürlich betröpfeln.
Und für den Skonker ist das natürlich auch nicht schlecht, weil der Skonker ja dann hier unten, das wie gesagt, rein tut. Und dann könnt ihr, wie gesagt, auch mehr benutzen, ne, bevor der eigentlich trocken wird. Des Weiteren habe ich natürlich vergessen zu sagen, das machen wir jetzt mal beim Wickeln, sieht ihr ja natürlich, hier unten sind tatsächlich Federn drin, die natürlich jetzt gleich die Watte nach oben drückt. Ich würde sagen, jetzt fange ich mal die Watte reinzusetzen und dann werden wir gleich weitersehen und ja, ich sage jetzt mal mit Liquid befüllen und dann mal in Fazit sehen. Ich weiß natürlich nicht, ob das auch jetzt genug Watte ist oder ob das zu viel Watte ist. Das werden wir jetzt, wie gesagt, sehen. Ich versuche die jetzt erstmal fluffig zu machen und rein. Es ist tatsächlich zuerst am Anfang sehr stramm reinzukriegen. Man hat das Gefühl, man reißt hier die Coils ab, aber es hat scheinbar wohl doch gut funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, ich mache die jetzt fluffig und sehen das mal weiter. So haben wir, versuche ich jetzt natürlich die Watte hier unten rein zu quetschen. Vielleicht habe ich das auch zu viel noch, dann müssen wir natürlich tatsächlich noch was abschneiden, weil die Kammer ja hier zu sehen ist, nicht gerade viel fassen kann. Also ich denke mal, hier müssen wir noch tatsächlich noch was ein bisschen abschneiden, nicht zu viel. So. Ich denke mal, das müsste jetzt aber reichen. Wir machen es nochmal leicht fluffig, weil ich jetzt eingequetscht habe. Und hier nochmal. Ja, und dann versuche ich jetzt nochmal. Hier unten habe ich ein bisschen schief geschnitten. Kann auch mal passieren, dass man nicht mehr gerade schneidet. So, ja, dann versuche ich es jetzt da rein zu tun. Und wenn das mal nicht klappen sollte, kann man das auch mit Liquid schon vorsetzen und eben die nass rein tun. Aber ich denke mal, hier funktioniert es einwandfrei. Man sieht auf jeden Fall hier, dass sie in die Kamera reingeht, also in die Kammer reingeht. Ihr seht selbst, es funktioniert einwandfrei. Hier kann man jetzt das gleiche machen. Tun wir erst die unterste rein und gehen dann in die obersten mit rein. So, dass es natürlich eine kleine Filmvariante gibt, so dass es dann eben rund oben ist. Ja, das ist ganz so ruhig. Und ihr könnt ja das ruhig in die Kamera unten reinfügen, so dass es genug Watte auch da ist. Ja, dann sollte es ungefähr so aussehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass hier unten auf dem Gummi keine Reste so sind. Das könnte manchmal auch zu Problemen führen. Ja, und ich denke mal, wir werden jetzt das betröffeln und einweichen wirken lassen und eben dann mal probieren. Ich nehme natürlich hier mein Plumberry, das ich jetzt letztes Mal vorgestellt habe, die ich natürlich von den Jungs gekauft habe.
Und ja, ich tröpfe das jetzt mal genug hier drüber, so dass das richtig einweicht. Denn diese Watte ist ja normalerweise 6 mm dick. Und bis die natürlich einiges gesaugt hat, ist schon mächtig viel. Und ruhig ein bisschen drauf laufen lassen, also richtig ruhig ertränken natürlich, ne? Ich würde sagen, ich mache das jetzt weiter und wir sehen uns dann in dem Fazit-Video fertig. Ja, in dem Fazit-Video fertig. Ja, wieder. Okay, bis gleich. So, da sind wir. Ja, also ich habe den jetzt wie gesagt mit euch gewickelt oder für euch mitgewickelt und habt jetzt auch genug eintränken lassen müssen. Da müsste normalerweise genug jetzt da sein. Ihr habt das hoffentlich auch verstanden mit der Paralleldeck und mit dem Serialdeck. Falls nicht, könnt ihr es in den Kommentaren fragen oder auf der Seite von Votofo reingehen und da auch sehen, wie das da funktioniert. Ja, ich habe jetzt hier volle 3 Schlitze aufgemacht und da dürfte jetzt eigentlich genug getröpfelt sein. Ihr könnt auch nachher, wie gesagt, auch ganz normal einfach hier oben etwas reintröpfeln. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, man kann aber auch, wie gesagt, den Drip-Tip abmachen und dann eben so. Ich fange jetzt erstmal an tatsächlich mit 30 Watt, so wie es eigentlich auch bei denen drauf stand, zwischen 30 und 40 Watt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, weil ich ja mit 2 Coils drin sind, braucht er jetzt höhere natürlich oder nicht. Das werden wir jetzt hier sehen. Ich versuche jetzt erstmal mit 30 Watt. Also, ihr seht selbst nichts. Also tatsächlich Höhe drehen. Ich habe noch ein bisschen Wattig-Geschmack im Mund. Ich bin jetzt bei 43 Watt. So, und dann seht ihr schon selber. Er knallt schon richtig gut. 43 Watt habe ich jetzt eingestellt. Und ich muss sagen, dieser Pumberry kommt jetzt richtig gut raus. Er muss natürlich ein bisschen noch durchziehen hier, die Watte. Man hat es jetzt gleich knistern gehört. Das ist richtig gut so, wenn es knistert. Ja, und ich muss sagen, wie vom Profile eigentlich bekannt ist, geschweige denn vom Votofo, hat dieser einen sehr leckeren Geschmack. Verarbeitungsmäßig ist der wunderbar. Ihr habt selbst auch gesehen beim Wickeln, einfach die 2 Finger drauf, dann oben reinschrauben zuerst, wie gesagt unten, dann oben. Also trotzdem sehr einfach, obwohl es zuerst aussah, könnte schwer sein. Nein, ist es nicht. Ist auch nicht eine Fummelsarbeit. Ja, beim Ausbrennen natürlich, klar. So viel Volt wie es geht oder Watt rein. Ja, und wenn ihr natürlich als Single Coil in dem Sinne ein Seriendeck, als Paralleldeck natürlich arbeiten wollt, dann müsst ihr nur einen Coil reinmachen. Der andere Coil hat bei mir nicht funktioniert. Also geht nur eine Seite, so viel ich weiß. Da steht jetzt da nicht beschlagen auf der Hauptseite von denen. Aber es ist halt so. Und dann soll das komischerweise 0,15 Ohm sein. Warum das jetzt so tief sein soll oder müsste, kann ich jetzt eigentlich nicht verstehen. Normalerweise dürfte ja dann eigentlich 0,15 Ohm, wenn ich 2 Coils einsetze, ja 2. Also müssten beide ja funktionieren. Und irgendwie hat das bei mir aber nicht getan. Beim ersten Mal. Es hat tatsächlich nur einer geleuchtet. Das heißt also noch nicht, wären es nicht 15 Ohm, sondern eben nur 30 Ohm. Also 0,30 Ohm. Gut. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Fehler war oder sonstiges. Ich habe es so leider nach der Anleitung gemacht. Ich habe jetzt eben auf beide angemacht und das ist jetzt zwar, wie gesagt, natürlich eher 0,54 Ohm. Das reicht auch vollkommen aus. Und ihr seht ja selber, Wolken macht der unheimlich gut. Und geschmacklich muss ich sagen, wie eigentlich Profile trotzdem gedacht ist, auch beim Mesh. Mesh, weiß man mittlerweile ja, ist besser als normaler Draht, geschweige denn Kanthal, Claptons oder so. Ich muss sagen, das schmeckt richtig gut.
Ich müsste mal schauen, ob ich, wenn ich jetzt nur 2 Luftschlitze auflasse, ob das einen anderen Durchzug hat oder nicht. Ja, ist natürlich ein ganz anderer Durchzug als sonst, aber auch dort ist natürlich der Geschmack vollkommen da. Ja, also ich muss sagen, da haben die sich wieder nicht lumpen lassen, da haben die auch wirklich was Gutes überlegt. Und warum sollte man den auch nicht als Tröpfler, geschweige denn eben als Skonker benutzen oder auf das Skonker benutzen? Ich würde sagen, bei mir kommt er auf eine Skonker und ich habe dadurch auch den Skonker-Pin schon umgeextert. Und ich muss sagen, lecker. Richtig lecker. Jetzt so kommt es so langsam richtig alles raus. Ja, da würde ich sagen, das war von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch gut und hoffentlich erklärt. Ja, da würde ich sagen, schaltet rein in der nächsten beim nächsten Video und dann würde ich sagen, bis dahin, gut Dampf, bis zum nächsten Video.